Hallo, mein Name ist Chris Strobel und ich zeige euch heute, wie wir im Bubble ein Dark Mode Feature selber entwickeln können. Dark Mode wird gerne genutzt von vielen Apps, ob das YouTube, Spotify oder Twitter ist, weil eben die Nutzer manchmal lieber hell die Seiten nutzen mit viel Kontrast oder zum Browsen lieber eine dunkle Seite haben. Wir legen direkt mal los. Ich habe ein paar Elemente bereits vorbereitet, die Navigationsleiste und das allgemeine Website-Layout. Wir brauchen jetzt aber ein Icon in der Navigationsleiste. Wir benutzen hier das Icon Toggle Off. Und als Farbe nehmen wir Schwarz als Standardfarbe dafür. Darüber positionieren wir ein zweites Icon. Wir nennen das nämlich Moon. Und platzieren das darüber. Und wir gehen als nächstes in die Workflows und machen when page is loaded, set state of an element. Und wir nehmen die Seite Dark Mode. Wir erstellen einen neuen Custom State, nennen diesen Dark Mode. Und das ist ein Yes oder No Feld. Standardmäßig setzen wir diesen auf Nein. Anschließend klicken wir hier auf das Toggle, machen einen Workflow und sagen, dieser Workflow ist nur, wenn Dark Mode ist Nein, also quasi der helle Modus, dann set state of an element, Dark Mode auf Ja. Wir kopieren einmal den Workflow und ich mache das einmal grün, einmal rot, um quasi den Kontrast zu sehen. Jetzt sagen wir, wenn Dark Mode Yes ist, also wir sind im Dark Mode, dann setzen wir den Dark Mode auf No. Anschließend legen wir nun fest, was passiert denn im Dark Mode. Und wir gehen in ein Conditional und sagen, wenn Dark Mode ist Ja, dann ändern wir die Farbe auf Weiß. Kopieren dieses Conditional und ändern nun aber die Font Color auf Weiß. Wir haben das Conditional bereits kopiert, gehen nochmal rein, sagen hier nun einerseits die Icon Color auf Weiß und zweitens das Icon selber ist Toggle On. Kopieren auch hier nochmal das Conditional, fügen das hinzu und ändern hier nun auf die Sonne. Also quasi, es geht wieder zurück. Auch hier sagen wir, wenn Dark Mode Yes, Icon Color Weiß. Als nächstes gehen wir jetzt noch in den Text, legen wiederum das Conditional an, ändern auch hier wiederum die Font Color auf Weiß, kopieren hier das Conditional Formatting und fügen es hinzu. Der letzte Punkt ist nur noch die Seite selbst. Auch hier fügen wir das Conditional hinzu, wenn Dark Mode ist Yes, dann bitte die Hintergrundfarbe auf Schwarz. Und wir gehen jetzt einmal ins Preview, um uns das Ganze anzuschauen. Klicken auf Dark Mode. Wir sehen, alles ist hell. Die Sonne hat sich geändert und gehen wieder zurück. So habt ihr gesehen, wie wir unseren eigenen Dark Mode im Bubble entwickeln können, ohne Plugins oder andere Tools. Ganz einfach mit den Standard-Features vom Bubble. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button oder subscribe den Channel. Wenn ihr Fragen habt zu Bubble, gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.